Hallo, willkommen auf dem Kanal Ich grille lecker. Heute bereiten wir den günstigsten und den teuersten Burger zu. Wir werden herausfinden, wie lecker ein billiger und ein teurer Burger sein können und warum dieses Messer 100 € kostet. Zum Hackfleisch haben wir eine Preissalz und schwarzen Pfeffer hinzugefügt. Es ist wichtig, alles gut zu vermengen, damit die Gewürze gleichmäßig verteilt sind. Wir haben das Hackfleisch etwa 5 Minuten lang gemischt und etwas geklopft, damit die Frikadelle später ihre Form behält. Übrigens, habt ihr schon einmal euren eigenen Burger gemacht? Schreibt in die Kommentare, wie er euch geschmeckt hat. Falls ihr keine Burgerpresse habt, könnt ihr die Frikadelle einfach mit einem Schneidebrett flach drücken, genau wie wir es tun werden. Ein wichtiger Tipp: Der Durchmesser der Frikadelle sollte größer sein als der Brötchen, da sie beim Braten schrumpft. Noch ein Trick: Macht eine kleine Vertiefung in die Mitte der Frikadelle, so bleibt sie beim Braten schön flach. Für die Soße unseres günstigen Burgers machen wir es einfach: Ketchup und Mayonnaise pur am Verhältnis 1 mischen und gut verrühren. Dann schneiden wir das Gemüse, Tomaten in Scheiben, am besten aus der Mitte, da sie größer sind, Zwiebeln ebenfalls in Ringe. Je mehr Zwiebeln ihr schneidet, desto mehr Auswahl habt ihr. Wir bereiten geschmolzenen Cheddar-Käse vor, ein Muss für Burger, denn harte Käsesorten schmelzen nicht richtig. Dann schneiden wir eingelegte Gurken. Falls sie klein sind, schneidet sie schräg in einem 45-Grad-Winkel, um größere Stücke zu erhalten. Übrigens, ich bin sehr überrascht, dass auf diesem Brötchen für so viel Geld sowohl schwarzer als auch weißer Sesam verwendet wurde. Wir legen das aufgeschnittene Brötchen auf die heiße Pfanne und drücken es leicht an. Nach etwa 1,5 Minuten schaut euch diese schöne geröstete Textur an. Während die Pfanne heiß ist, geben wir etwas Öl hinein, verteilen es und legen das Rindfleisch-Patty darauf. Wir braten es, bis es goldbraun ist. Das hat etwa 5 Minuten gedauert. Sobald wir das Patty umgedreht haben, legen wir den geschmolzenen Käse darauf und decken die Pfanne mit einem Deckel ab. Sobald der Käse zu schmelzen beginnt, nehmen wir das Patty heraus. Auf die untere Hälfte des Brötchens verteilen wir die Sauce. Falls ich mich nicht irre, nennen viele Leute sie Ketchunaise. Den amerikanischen Senf verteilen wir auf der oberen Brötchenhälfte. Auf die untere Hälfte mit Soße legen wir die Gurkenscheiben, darauf kommt der geschmolzene Käse, dann das heiße Patty. Wir fügen Zwiebelscheiben hinzu, darüber 2 Tomatenscheiben. Dann kommt ein Salatblatt obendrauf und schließlich setzen wir die obere Brötchenhälfte darauf. Der günstige Burger ist fertig. Jetzt bin ich gespannt. Wie würdet ihr ihn optisch bewerten? Schreibt es in die Kommentare. Geschmacklich würde ich ihm 6 von 10 Punkten geben. Probieren wir ihn am Ende. Jetzt bereiten wir den teuren Burger zu. Zuerst schneiden wir die rote Zwiebel in Halbringe. Bald werdet ihr erfahren, warum wir so viel Zwiebel brauchen. Die geschnittenen Zwiebeln in eine Schüssel geben, in einer heißen Pfanne etwas Öl und ein Stück Butter schmelzen lassen. Sobald die Butter geschmolzen ist, geben wir die Zwiebeln hinzu. Bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren anbraten. Einen Teelöffel Salz und etwa 50 Gramm braunen Zucker hinzufügen. Die Hitze auf das Minimum reduzieren und alles gut vermischen. Nun geben wir 50 Gramm Balsamico-Essig hinzu, den Essig einkochen lassen, so erhalten wir eine Zwiebelmarmelade. Diese lassen wir abkühlen. In der Zwischenzeit schneiden wir ein Ribeye-Steak. Die Marmorierung sorgt dafür, dass der Burger besonders zart und saftig wird. Wir machen daraus Hackfleisch. Übrigens, es hat ein wunderbares Aroma von jungem Kalb. Für diesen Burger verwenden wir die teuersten Cornichons von Mama. Sie sind super knusprig und unglaublich lecker. Wir bereiten Mozzarella vor. Wir packen den Bacon aus und nehmen den geschmolzenen Cheddar-Käse. Die Patties formen wir mit einem Gewicht von je 150 Gramm.
Die Tomaten in dünne Scheiben schneiden, nicht dicker als 5 mm. Den Mozzarella ebenfalls schneiden. Das Brioche-Brötchen aufschneiden, mit Butter bestreichen und anrösten. Die heißen Patties auf eine Grillplatte legen und bei 250 Grad für 5 Minuten braten. Den Bacon anbraten. Die Patties wenden und großzügig mit Käse, Cheddar und Mozzarella belegen. Sobald der Käse geschmolzen ist, bauen wir den Burger zusammen. Auf die untere Hälfte des Brötchens geben wir die Zwiebelmarmelade. Die obere Hälfte bestreichen wir mit Jack Daniels Sauce. Nun kommen die Cornichons darauf, dann das Patty mit geschmolzenem Käse, der knusprige Bacon, die Tomatenscheiben und schließlich setzen wir das Brötchen obendrauf. Der teure Burger ist fertig. Mit einem Spieß fixieren, damit er nicht auseinanderfällt. Aufschneiden, sieht super lecker aus. Jetzt ist es Zeit zu probieren. Bewertung: 10 von 10. Danke, dass ihr dabei wart.